Ich arbeite als LKW- und Entlader. Was ist, wenn die Rampe vom LKW runtergeht und ich fahre zufällig drauf? Wer zahlt dann meine Verletzung? PS, bei mir war es mal kurz davor. Hatte die LKW-Rampe nicht richtig auf dem LKW drauf. Gott sei Dank war ich mit dem Schnellläufer schon nicht mehr auf der Rampe. Ist ein Arbeitsunfall, den die BG übernimmt. Aber jetzt mal ganz geradeaus gesagt, wenn die Rampe wegrutscht und du mit dem Schnellläufer einen Abgang nach unten machst, dann braucht sehr wahrscheinlich die BG keinen Arzt mehr zu bezahlen. Entweder begräbt der Schnellläufer dich unter sich, das sind dann etwas mehr als 2 Tonnen Fahrzeug auf dir, oder die Rampe erschlägt dich. Arbeitsunfall, Berufsgenossenschaft. Diese prüft dann auch gleich, wie so etwas passieren konnte und sucht nach einer Abhilfe. Übrigens, jeder Arbeitsunfall sollte umgehend im Unfallbuch vermerkt werden. Bei Spätfolgen ist es ein Nachweis für eine berufsunfallbedingte Rente. Bei Arbeitsunfällen sind alle Behandlungen, Medikamente etc. für den Versicherten kostenfrei. Das ist dann ein Arbeitsunfall und die BG zahlt. Mal eine Frage: Im Falle eines Berufes, in dem lebensgefährliche Situationen entstehen können, wird das dann gar nicht vorher geklärt? Ich meine, musstest du keinerlei Sicherheitsschulungen etc. machen und wurde dir nicht erklärt, was wann wie passieren kann und wie die Lage dann aussieht? Kommt mir etwas seltsam vor. Ein Bekannter von mir arbeitet bei der Post und scheint da also einen vergleichbaren Job zu machen. Der hatte in seiner Einarbeitung zig Schulungen hinsichtlich solcher Fragen. Auf der Arbeit bin ich auf die Rampe gefahren und die war auf dem Auflieger vom LKW. Dann ist die runtergegangen und wenn was passiert wäre? Wer zahlt sowas? Gott sei Dank war ich nicht mit dem Schnellläufer auf der Rampe. Gott sei Dank war ich auf dem Auflieger. Ist immer eine Frage der Situation. Wenn du fahrlässig gehandelt hast und man dir das nachweisen kann, bist du dran. War es aber ein einfacher Unfall, zahlt das die Versicherung vom Arbeitgeber oder so. Da hast du dann nichts mit zu tun. Ich war gerade auf ein LKW-Auflieger drauf und der Fahrer fuhr einfach weg. Ich hatte Glück, wenn es auf der Rampe wäre. Wer zahlt es dann? Ich arbeite als Schnellläuferfahrer, LKW beladen und entladen. Gerade hatte ich nochmal Glück gehabt. Er lädt später die Ware, keine hatte mir was gesagt. Gott sei Dank nichts passiert. Das kommt ganz darauf an. Wenn jemand dem Fahrer gesagt hat, dass er von der Rampe fahren kann, dann ist das ein BG-Unfall zu Lasten deiner Firma. Wenn der Fahrer jedoch ohne Anweisung losfuhr, dann die Versicherung des Transportunternehmens. Es gibt Mittel, um solche Situationen zu verhindern. Zum Beispiel Signallampen neben dem Tor oder noch besser Unterlegkeil mit Kontakt zum Tor, dann geht das Tor nur dann auf, wenn der Kontakt durch den Reifen gehalten wird. Und als letztes vor dem LKW eine Art Stoppschild mit Laser aufbauen. Sobald der Laser eine Bewegung registriert, geht am Tor sofort ein Alarm los. Hast du oder sonst jemand dem Fahrer gesagt, dass du auf dem Auflieger bist? Wer kann den Unfall der BG melden? Wer muss den Arbeitsunfall melden und was muss in der Unfallmeldung angegeben werden? Für die Meldung des Arbeitsunfalls bei der Berufsgenossenschaft ist der Unternehmer verantwortlich, da für ihn eine Meldepflicht besteht. Der Arbeitgeber kann aber auch einen Bevollmächtigten mit der Anzeigerstattung beauftragen. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 605 0404 werden allgemeine Fragen zu Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten beantwortet. Fragen zu Einzelfällen, die in die Zuständigkeit einer Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse fallen, werden an diese weitergeleitet.